Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Erstmal, ja, hallo. Hallo auch an all die Leute, die neu dazugekommen sind. Und hallo an alle, die immer noch da sind, obwohl ich schon eine ganze Weile kein neues Video hochgeladen habe. Ich habe mir gedacht, wir setzen da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und deshalb werde ich euch an diesem Wochenende wieder einmal mitnehmen bei einem Sportevent, wo ich fotografieren werde. Ich nehme euch diesmal mit zum Frankenbike-Marathon. Der findet in Lichtenfels statt, in einer Region in Oberfranken und ist eines der beliebtesten Events für Mountainbike-Rennen, so wie ich das rausgehört habe. Ich war selber noch nicht da. Es wird mein erstes Mal dort sein. Und ihr seid hautnah mit dabei. Es gibt 3 verschiedene Streckenlängen, soweit ich das weiß. 20 Kilometer, 50 Kilometer, 90 Kilometer. Ich werde 2 verschiedene Spots haben, werde mittendrin dann meine Position wechseln und von dort aus dann weiter die Teilnehmer fotografieren. Das Wetter soll gut sein. Das Wetter ist heute auch fantastisch. Ich hoffe, dass es morgen genauso ist. Dann brauche ich kein Regencape einpacken, sondern nur die Sonnencreme. Ansonsten habe ich hier schon alles vorbereitet für morgen früh. Was ich genau alles mitnehme, das habe ich euch, glaube ich, schon zu Genüge gezeigt. Wenn euch das aber interessiert, dann schaut gern mal in einen meiner alten Vlogs vorbei, wo ich euch zu Sportevents mitnehme. Da habe ich es euch schon ein paar Mal gezeigt. Ich habe auch eine ganze Playlist hier auf YouTube, da könnt ihr euch gern mal durchklicken. Und ja, ich freue mich, euch wieder mitnehmen zu können, euch wieder was zeigen zu können und euch ein bisschen durch meinen Arbeitsalltag zu führen als Sportfotograf. Ich hoffe, es gefällt euch. Und jetzt sage ich einfach viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns dann morgen in aller Frühe wieder. Hallo erstmal. Ich habe noch nicht mal guten Morgen gesagt. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem Spot. Wir wurden mitgenommen vom DLRG und positionieren uns jetzt auf unseren Posten. Deswegen muss ich noch ein kleines Stückchen durch den idyllischen Wald laufen. Es ist wirklich herrlich hier. Es ist so grün. Die Vögel zwitschern. Die Luft ist gut. Es ist herrlich. Sehr, sehr, sehr schön. Dann zeige ich euch gleich mal, wo mein erster Spot für diesen Tag sein wird.
Schon schön hier. Dunkel, super dunkel. Ich muss extrem hohe ISO-Werte wählen, aber ich denke, es geht schon. Es geht. Also ich arbeite jetzt hier mit Blende 2.8. Ich habe ISO auf 8000 und meine Verschlusszeit auf 1/1000, weil die ja doch mit einer recht hohen Geschwindigkeit ankommen. Am liebsten wäre es mir, wenn es noch ein bisschen heller wäre. Muss mal gucken, vielleicht justiere ich da noch ein bisschen nach in ISO und Verschlusszeit. Aber fürs Erste werde ich damit jetzt arbeiten. Und das wird jetzt mein erster Spot sein, bevor ich dann nochmal ein bisschen weiter die Strecke ablaufen darf. Gott sei Dank kam jetzt die Sonne raus. Das heißt für mich, ich kann meinen ISO-Wert runternehmen auf 3000, 3200 und meine Belichtungszeit beläuft sich derzeit auf 1250. Genau, das ist auf jeden Fall angenehmer als 8000 im ISO zu haben. Und es ist angenehmer hier zu sitzen, wenn ein bisschen Sonne scheint, anstatt dass es regnet, so wie heute Morgen. Aber es kann auch passieren, dass es jederzeit wieder anfängt zu regnen. Heute ist sehr unbeständig das Wetter. Aber ja, was soll's. Dafür sind wir hier in einem schönen Wald. Idyllisch wie sonst was. Ich hatte lange nicht so einen idyllischen Arbeitsplatz bzw. Fotospot. Deshalb will ich mich nicht beklagen. Alles fein. Und jetzt warten wir auf die nächste Stadtwelle. Spot Nummer 2 angekommen. Diesmal bin ich hier auf einer recht ebenen Strecke. Da oben, wo ich gerade war, da war echt mies mit Mücken. Ich hoffe, hier ist es nicht ganz so schlimm. Aber ja, es ist auch toll, dass die Sonne noch da ist. Ich bin guter Dinge, dass es nicht nochmal regnet, bis wir fertig sind. Und dann ja, machen wir jetzt den zweiten Teil bis circa 14:30 wird wahrscheinlich der letzte an meinem Spot vorbei sein. Und dann geht es wieder Richtung Start- und Zielbereich. Also ich muss zwar sagen, hier kommen jetzt kleinere Grüppchen nur vorbei und es ist nicht so viel los wie am ersten Spot, weil die meisten jetzt Kurzstrecke gefahren sind oder auf die Mittelstrecke, die müssten jetzt alle schon im Ziel sein. Das sind jetzt so die Langstreckenfahrer, die halt eine zweite Runde drehen. Davon gibt es natürlich weniger. Und dafür habe ich jetzt aber ein paar Motive, wo sie mit mir interagieren. Also ich freue mich immer, wenn dann mal ein Daumen hoch gezeigt wird oder Peace gezeigt wird oder irgendwas. Einfach mit mir interagiert wird, da freue ich mich dann immer. Oder gelächelt. Gelächelt wird. Am ersten Spot wurde nicht so viel gelächelt. Da waren sie halt sehr fokussiert, sehr konzentriert alle. Was auch völlig fein ist, verstehe ich vollkommen. Aber ja, das sind jetzt die Unterschiede zwischen den beiden Spots.
Hola! Fällt euch was auf? Ich bin nass. Den ganzen Tag hat es gut durchgehalten, das Wetter. Und jetzt, als ich heimkam, Gewitter. Aber hey, zum Glück war es nicht beim Sportevent. Von daher alles halb so wild. Ich wollte, oh ja, ich wollte mein Haar richten? Nee. Ich wollte euch noch kurz erzählen, wie es jetzt war, während ich meine Kamera ein wenig säubere. Denn im Wald ist tatsächlich einiges rumgeflogen und da es wie gesagt dann doch recht trocken war, ja, flogen halt viel Staub und auch noch Pollen und alles rum. Und ich mag es gern, wenn man die ganzen Sachen direkt im Anschluss vom Event schon sauber macht. Zumindest so das Gröbste. Oder halt mal die Linse reinigt, falls da was zwischengekommen ist. Da würde mich jetzt mal interessieren, reinigt ihr euren Sensor selber? Euren Kamerasensor, macht ihr das selbst? Oder gebt ihr dafür die Kamera immer ab? Ich mache das tatsächlich selber. Ja, mit so einem Kit finde ich das, nee, das nicht. Und zwar, die mag ich gern, um das Objektiv zu säubern. Und für die Sensorreinigung nehme ich das hier. Aber da gibt es genug andere Marken und Hersteller und hast du nicht gesehen. Ich mache das auch nicht so oft, muss ich sagen. Nur halt, wenn mir auffällt, dass vielleicht was auf dem Sensor ist oder wenn ich weiß, es war jetzt ein sehr schmutziges Event, Sportevent, ja, dann mache ich das mal, aber jetzt nicht jede Woche oder so. Ich muss auch sagen, ich habe zu 90% das Objektiv sowieso immer auf dem Body. Je öfter man das Objektiv wechselt, desto eher kann da natürlich auch Schmutz reinkommen. Von daher, ja. In dem Fall puste ich dann gerne mit dem Blasebalg einfach mal. Und gerade auch wenn der Spiegel verdreckt ist. Bei den neueren Kameras habt ihr das Problem natürlich nicht mehr mit dem Spiegel. Da ist einfach direkt der Sensor dann betroffen. Genau. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, wir waren tatsächlich schneller fertig als ursprünglich gedacht. Das kommt sehr selten vor. Meistens ist es bei den Rennen so, Zieleinlauf soll bis XY gehen und meistens braucht der langsamste halt doch länger als vorher kalkuliert. Das ist bei dem Event jetzt nicht so. Soweit ich weiß, brechen die auch bei denen ab, die nicht zur genannten Zeit dann im Ziel angekommen sind. Also es wird vorher festgelegt, bis dann und dann hat jeder aus der und der Stadtwelle da zu sein. Und wenn nicht, wenn alle halt schon durch sind, dann ja, wirst du halt rausgenommen aus dem Rennen. Also es warten nicht alle auf den letzten sozusagen, wenn der viel zu lang braucht. Soweit ich das mitbekommen habe, also bei uns in der Nähe gab es einen kleinen Unfall. Die Teilnehmerin konnte dann leider nicht weitermachen, aber war halb so wild. Wurde dann mit dem Motorrad rausgefahren und das Fahrrad hat jemand anderes mitgenommen. Dann habe ich gehört von jemandem, dessen Kette gerissen ist. Der ist dann ins Ziel gejoggt. Und, was ich auch wild fand, jemand hat seine Bremse verloren. Aber ansonsten, ja, glaube ich, sind alle ganz gut ins Ziel gekommen. Ganz gut durchgekommen.
Es war auch ein recht kleines Event, im Gegensatz zu dem, wo ich sonst meistens bin. Ich glaube, es waren nur 500 Teilnehmer insgesamt. War überschaubar, sage ich euch ganz ehrlich. So, jetzt haben wir hier das Gröbste weg. Ich habe nicht mal einen zweiten Akku benötigt. Ne. Ich bin mit einem Akku hingekommen, komplett. Ist aber auch ein Vorteil gegenüber den Systemkameras, die meistens mehr Strom schlucken, dadurch, dass man oft über das Display dann fotografiert. Das mache ich ja gar nicht. Also ich fotografiere ganz oldschool nur durch den Sucher. Und das frisst natürlich weniger Strom als die ganzen Features, die die Systemkameras und die ganzen moderneren Kameras heutzutage haben. Von daher kommt man dann auch mal mit einem Akku hin, wenn man gut ist. Ich hoffe, der kleine Vlog hat euch wieder gefallen. Und es ist ein bisschen interessant, so mit hinter die Kulissen zu schauen bei solchen Sportevents, so zumindest aus meiner persönlichen Sicht. Ja, wenn ihr also gern mehr davon sehen möchtet, dann abonniert gerne meinen Kanal, gebt gerne einen Daumen nach oben oder schreibt gerne einen Kommentar. Und dann, ja, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin sage ich Tschüss, bis bald!